Wir wollen mal auf unsere erste Nuku-Hiva-Erkundungstour. So sieht's aus. Einmal eine Brille. Ja, wie viele Arme habe ich denn? Ich muss uns eh noch abmachen. Der Motor ging übrigens mega smooth an. Einmal gezogen, sofort am Schnurren. Sehr Ich war gut. irgendwie feste gezogen. Hätte ich nicht gedacht nach 6 Wochen. Ich wollte gerade sagen, aber jetzt geht der... Wow! Ja, das machen wir auch nochmal. Was ist das? Ach so, Scheiße! Lass mich raten, so war das bei Galapagos noch nicht. Scheiße, bei Galapagos hatten wir 3, 4 Muscheln da hängen, aber nicht 100.000. Entenmuscheln. Ach du Scheiße. Voll ist sie dreckig bis zum Umfallen, auch hier oben. Na gut, da haben wir mal hingehielt, ne? Krass, oder? Mega heftig. Aber nur die Wasserlinie. Unten runter geht es. Ja, Ist zwar auch was... schmockig, aber nicht so. Nice! Trampy! Du bist ja noch schmutziger als wir waren. Ja, wir haben ja auch zwischendurch geduscht. Und das ist ja süß. Oh. Kleiner. Kriegen wir den? Nein, Warum nicht? nein, Können wir ihn haben? nein, Bitte. nein, Ja, bitte gesagt. nein. Ist ein Rucksack? Eben. Du bist ja süß! Hi! Hi! Oh, mein erster französisch-polynesischer Freund. Ja. Ach, bist du süß. Scheiße. Können wir den nicht doch haben? Sieht zwar schlank aus, aber glücklich. Du bist noch ganz klein. Weißt du schon, dass du ein Bauwau bist? Bist du süß. Sag mal Hallo. was krass ist? Mhm. Der Boden stand gar nicht. Hey, hör auf mein Kleid zu fressen. Mach den Maul wieder auf. Also wir müssen zumindest schon mal feststellen, nach 40 Tagen auf See, Land schwankt nicht, auch nicht für den Captain. Das ist krass. Hätte ich eigentlich jetzt mehr erwartet. Aber es fängt schon wieder an zu wissen.
Hä? So, dann starten wir mal unsere heutige Tagesmission. Hier in der Bucht gibt es ganz viele Manta und Haie. Und da vorne gibt es einen Spot, wie normalerweise morgens sind. Jetzt leider schon 11 Uhr. Aber wir gucken mal, ob wir sie finden. Are you ready to rumble? Yes, please. Weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht, aber da vorne sind Flap-Flaps. Zwar kleine Flap-Flaps. Wie cool! Was machst du, Imaira? Die will kuscheln mit euch. Und Schiss gehabt? Nö, Chill. total. Aber mit dem riesen Maul, das sieht schon geil aus. Ja, leider war die Kamera einmal zu spät, dass er mit dem Maul auf mich zugekommen ist. Aber das ist schon so. Ja, schade ist halt, dass die Sicht so kacke ist. Ist auf der Kamera kaum zu sehen. Kamera taucht auf. Das ist Albino. Ich weiß, was du meinst. Nachdem ich gerade schon eine Runde im Wasser mit dem Spachtel war und versucht habe, diese ganzen Muscheln abzumachen, ist der Mario mit dem Ding hier an der Seite und versucht halt auch so ein bisschen den Schaberl abzukriegen. Wir schauen einfach mal, wie weit er schon gekommen ist. Kommt die Arbeitskontrolle? Läuft. Wird langsam. Ja. Aha. Aber wird so ein mehrere Gänge Ding. Ja, Wasserlinie für mich aus dem Wasser raus war auch mega anstrengend mit dem Schwell und der Strömung. Achso, nee, ich meinte überhaupt mehrere Arbeitsgänge. Nach dem Motto erstmal abkratzen, dann polieren und dann wieder grünen Schwamm den ganzen Rotz runterkriegen und dann nochmal vielleicht nachpolieren. Ja. Hat sich aber auch hübsch gemacht, die Gute. Und wünschst du dir gerade ein kleineres Boot zu haben? Ja. Ne, auf keinen Fall. Wer sein Boot liebt, der schrubbt. Weit entfernt von gut, aber besser.
anstrengend. So, nach 2 Tagen haben wir es jetzt auch geschafft, die Reling wieder festzumachen, beziehungsweise den Seezaun. Haben angefangen, ein bisschen die Trempi zu entmuscheln. Festgestellt, ist ganz schön aufwendig. Eine Seite haben wir schon mal und der Rest kommt jetzt peu à peu, muss noch ein bisschen sauber gemacht werden. Sprich, das ganze Grünzeug ist jetzt schon mal auf der einen Seite ganz gut. Die andere Seite hat Nina gerade angefangen. Und ja, für mich war es jetzt Zeit, so mal ein bisschen Wasser zu riechen. Ne, nicht zu riechen, zu spüren. Ich gucke jetzt gerade da so rüber und sehe da die Kiddies wieder mit den Haien spielen. Und das mag ich ja so. Haie. Ja. Ja, Nina ist schon im Wasser. Ich glaube, ich mache es dann auch mal. Wäre ein bisschen arm. Heute Morgen gab es hier wohl ein paar Manta Rays in der Bucht. Die haben wir jetzt aber nicht gesehen. Soll ein ganzer Schwarm gewesen sein, 10, 12 Tiere. An und für sich ist halt hier absolut tropisches Inselparadies, wie man es aus dem Bilderbuch kennt, echt. Also die Bucht ist schön groß, wie man sieht. Hier sind so im Augenblick knapp 60, 70 Boote. Es ist noch ein Platz für ein paar mehr, aber jetzt auch nicht viele. Ist ein bisschen wackelig, da ist jetzt nicht so schick, aber nach knapp 40 Tagen auf See kommt dann das vor wie ein Abrahams Schoß, von daher ist das schon in Ordnung. Jammern auf hohem Niveau. Heute war jetzt auch der erste Tag, wo wir ein bisschen schönes Wetter hatten. Die letzten beiden Tage war es sehr wolkenverhangen, sehr regnerisch und jetzt sieht man auch ein bisschen mehr von der Schönheit hier und kann das auch etwas besser genießen. So, Zeit ins Wasser zu kommen. Nochmal einen Taschencheck. Flossen sehe ich keine. Ich glaube, das ist das erste Mal dieses Jahr, dass ich richtig freiwillig und mit frohen Mutes ins Wasser gehe. Die letzten Male in Panama, das war immer so, weil das Wasser relativ schmockig war. Und hier ist das Wasser echt ein Traum. Von daher, auf die! Ist das warm. Wundervoll. Da ist die Schmockprinzessin. Aber zumindest hat man ganz schöne Erfolgserlebnisse. Absolut. Na, trotzdem ein bisschen mit dem Boot. Ja. Kein Wunder, dass du so lange gebraucht hast. Die Strömung ist noch ein bisschen anstrengend gerade. Bock euch das geht. Ich weiß, dass das Thunfisch ist.
Einer? Siehst du nur einen? Oder siehst du jetzt ein paar mehr? Also wenn er einen nicht mag, ne? Ich hab dich ihn jetzt hier rein. Achte mal nicht. Ja, wir sind heute Morgen echt früh aufgestanden, um an den Steg zu fahren, um die Haie mal zu sehen, wenn die Fischer die Fische aufmachen. Und natürlich regnet es jetzt extrem. Und ich habe mal wieder vergessen, das Schlafzimmerfenster zuzumachen. Naja, ich wollte das Bett heute sowieso ganz freiwillig neu beziehen.